Zeit, wo es eigentlich immer lauter wird und schneller und hektischer und man oft das Gefühl hat, ja, also das Wort steht über allem. Es sind, glaube ich, eben so diese kleinen, ruhigen Momente, Oasen, die viel länger im Gedächtnis bleiben als Bilder oder wortüberladene Momente im Leben. Aus dem Nichts machen wir einen zweistündigen Abend und die Leute steigen da ein, sind mit der Stille konfrontiert, mit dem Spiel und müssen in unsere Welt einsteigen. Und plötzlich merken sie, ach, es wird nicht geredet, aber in dem Moment nehmen die teil an unseren Geschichten und müssen ihre Fantasie mitspielen lassen. Das war der größte Zauberkünstler, den ich je gesehen habe, der nicht mit Requisiten gearbeitet hat. Und die Zauberkunst bestand nicht darin, die unsichtbaren Requisiten sichtbar zu machen, sondern eher die unsichtbaren Welten, die unsichtbaren Gefühle fühlbar zu machen. Das war die Zauberkunst im Prinzip. Das, was für mich aber eben auch ein ganz großes Aha-Erlebnis war, die Stunden mit Marcel Marceau. Er hat eine Tür aufgemacht für einen riesigen Raum, in dem wir das verwirklichen können, was wir uns als Kinder erträumt haben eigentlich. Und das war nicht nur die Tür, sondern hat natürlich auch Handwerkszeug dazu gegeben und auch Atmosphäre geschaffen für diesen Raum. Es war eine unglaubliche Liebe zu einem Metier und dann stand für mich fest, also ja, das oder nichts. Ne? In dem Moment, wo ich dann angefangen habe zu studieren bei Marceau, war für mich einfach, es war einfach klar, ich kann das macht mir Spaß. Die Bestätigung haben wir bekommen, weil wir auch 10 Jahre lang mit Marceau getourt haben und durch die ganze Welt gereist sind. Wir sind in dem Bereich erfolgreich und ja, ich kann mir nicht vorstellen, noch was anderes zu machen. Man nimmt schon eine gewisse Haltung an, dadurch, dass man ein stilisiertes Gesicht hat in dem Moment. Und das macht unwahrscheinlich Spaß, erst einmal also in diese Figur wirklich im wahrsten Sinne des Wortes hineinzuschlüpfen. Ich bin nicht mehr der entspannte oder der normale Alexander, sondern ich bin eben meine Personage und das hält mich, gibt mir eine gewisse Energie, eine gewisse Stärke. Wolfram ist, wie er ist. Seine Augen und seine Augenbrauen, die sind immer sehr, das ist eigentlich wie so ein Flimmern. Ne? Und das gibt ihm so was Liebes und was Unsicheres. Und das passt, glaube ich, ganz gut, dieser totale Unterschied zwischen uns. Und wir versuchen auch gar nicht
daran zu arbeiten, dass wir unterschiedlich sind oder dass er mehr so wirken soll oder ich mehr so. Das ist einfach völlig ein Zufall. Hier kommt Alex. Ja? Vorhang auf, der Spaß beginnt. Das beschreibt ihn eigentlich sehr, sehr gut. Also ist unwahrscheinlich präsent und so lässt er also auch seine Bühnenfiguren erscheinen und wirken und nimmt wirklich gut den Raum ein. Mir ist das neulich mal aufgefallen beim Spielen auch, dass ich mal extrem kleine, also Miniaturbewegungen gemacht habe und die Zuschauer genauso darauf reagiert haben wie auf die großen Bewegungen von Alex, die ich aber nur machen kann dank der Großräumigkeit von Alexander neben mir. Die besten Lehrmeister sind eigentlich die Kinder, habe ich so das Gefühl. Also weil da ist da ist immer eine Ehrlichkeit in allem, was sie sagen, was sie tun, wie sie denken. Da ist nichts doppelt und dreifach überlegt, sondern das kommt aus denen heraus. Das ist eigentlich wie in der Musik, eine tolle Tonfolge oder tolle Akkorde, die man eben bei großen Komponisten hört, die werden aufgenommen und werden neu bearbeitet. Und so finden wir eigentlich immer unheimlich schöne Ideen, auch zusammen mit unserem Regisseur Lionel Ménard, der inzwischen seit 15 Jahren mit uns zusammenarbeitet und auch genau weiß, wie wir funktionieren. Und er kommt mit einer Idee, das kann 2 oder 3 Sätze sein, die die Geschichte erklären und wir sagen, ja, wunderbar, wunderbar. Wunderbar. Live-Musik zu spielen, also vor allem in Orten, die eigentlich keine Theater sind, ist eine große Herausforderung. All diese Stücke, die wir auf konzertanten Werken machen, auch auf Orchesterwerken, sind praktisch so entstanden, dass wir die Musik uns verinnerlicht haben und daraus das Bildertheater entwickelt haben, was absolut darauf passt. Diese unmittelbare Nähe von der handwerklichen Musik ist ein unglaublicher Atem, der da zu spüren ist. Es kommt wie so eine Hochzeit, unsere Geschichte und eben Musik, die dann einen wunderbaren Moment ergibt. Und das ist wahnsinnig spannend. Es gibt jetzt nicht irgendwie eine Lieblingsform von uns, dass wir immer die Leute gerne zum Lachen bringen. Es ist natürlich immer schön, Leute zum Lachen zu bringen, weil wenn sie tatsächlich lachen, dann ist man natürlich froh, weil jemand zum Lachen zu bringen, ist immer viel schwieriger, als jemand zum Weinen zu bringen. Das Schöne ist, dass eigentlich unser Programm immer sehr, sehr weit gefächert ist, dass wir eben das Komische, das Tragische, auch das Surrealistische eben bringen. Die Tiefe ist eben sehr, sehr wichtig und ich denke, dass auch der Humor eben auch eine Tiefe haben muss, sonst ist er nicht wirklich lustig, sonst bleibt er auf einer Oberfläche. Und jeder Humor hat eben auch eine Tragödie in sich und die Tragödie vielleicht auch ein Stück Humor.
man überall auch in der Realität sieht, sieht man plötzlich verlangsamt, verkleinert oder vergrößert und genießt eben diese Momente, die vielleicht im normalen Leben unrelevant sind. Ja. Es ist alles möglich, ohne einen einzigen Special-Effekt, sondern einfach nur mit dem Spiel, mit dem Handwerk des Körpertheaters, des Bewegungstheaters, Welten zu schaffen. Dieser Moment, dem Publikum zu zeigen, dass man was ganz Großes macht, aber eigentlich ist es ja nur dieses ganz normale Menschsein. Und das ist unheimlich schön. Und dieses Simple mag das Publikum.